Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Judith Jelena. Wir werden heute gemeinsam ein Stirnband stricken. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich zeige dir heute, wie du ein Stirnband im kleinen Perlmuster selber stricken kannst. Das ist ein tolles und vor allem auch schnelles Anfängerprojekt. Alles, was du dafür schon beherrschen solltest, sind Maschen anschlagen, linke und rechte Maschen und Maschen abketten. Aber natürlich gehe ich auch nochmal auf alles im Video ein. Wenn dir das Video gefällt, dann freue ich mich wie immer sehr über einen Daumen nach oben. Außerdem freue ich mich noch mehr, wenn du meinen Kanal abonnierst. Und ich würde sagen, jetzt geht's los. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Ich habe jetzt hier eine etwas dickere Wolle, die wird mit 8 mm Nadeln gestrickt. Meine ist auf 50 Gramm 90 Meter lang. Und ihr könnt natürlich jede Wolle verwenden, die ihr gerne verwenden wollt. Also das geht mit jeder Wolle, egal ob dicker oder dünner. Das Wichtige ist nur, dass ihr dann die passende Nadelstärke dazu nehmt. Da findet ihr auf der Banderole immer nochmal einen Hinweis, was dazu passt. Ich habe euch aber natürlich auch nochmal die Wolle, die ich jetzt heute in dem Video verwende, in der Infobox unten verlinkt. Die ist übrigens 75% Schurwolle und 25% Baumwolle und ist wirklich sehr, sehr schön weich. Wir nehmen jetzt erstmal die Grundstellung ein. Also hier lassen wir so ein bisschen was vom Faden überstehen, am besten so 50 cm. Und dann kommen wir hier von unten zwischen dem kleinen und dem Ringfinger durch und wickeln den so einmal um unseren Zeigefinger. Und dann machen wir hier so eine Umrandung, also heißt, wir machen hier so eine Öse um unseren Daumen rum. Und dann kommen wir hier von unten durch und holen uns hier dann den Faden und machen somit unsere erste Masche. Und so geht es jetzt auch weiter, also heißt, mache ich das wieder um meinen Daumen hier drum herum und dann komme ich hier durch und hole mir den Faden. Also ich zeige das jetzt nicht ganz so genau, weil ich denke, den Anschlag, den könnt ihr wahrscheinlich schon. Ich zeige es jetzt noch einmal ganz kurz. Heißt, ich komme hier von unten durch und hole mir den Faden. Und das sind jetzt hier meine Maschen, die ziehe ich nicht zu fest, damit ich gleich noch durchkomme. Und insgesamt mache ich jetzt einen Anschlag von 13 Maschen. Also 1, 2, 3 haben wir schon. Und dann kommen jetzt noch 10 weitere dazu. Dann haben wir jetzt hier 13 Maschen auf der Nadel. Ihr müsst das übrigens nicht mit Rundstricknadeln machen, ihr könnt das auch mit ganz normalen Nadeln von einem Nadelspiel oder so machen. Dann drehen wir uns die Arbeit um, also heißt das hier, dieser Faden hier auf der rechten Seite ist. Und dann nehmen wir wieder unsere Grundstellung ein. Und wir machen das folgendermaßen, wir stricken immer eine Randmasche. Also heißt, die erste und die letzte Masche, die werden immer gleich gestrickt, damit wir gleich hier, ich zeige es euch mal, so einen schönen Rand hinbekommen. Und das machen wir wie folgt. Also wir nehmen uns das Strickstück, beziehungsweise jetzt erstmal den Anschlag, und dann nehmen wir den Faden hier vor unsere Arbeit und heben dann die erste Masche wie zum Linksstricken ab. Also heißt, die wird gar nicht gestrickt, sondern die heben wir einfach nur hier auf unsere rechte Nadel drüber. Und die nächsten Maschen, die werden dann ganz normal gestrickt. Also diesmal mache ich eine rechte Masche und da ist mein Faden dann immer hinter der Arbeit. So kann man sich das übrigens ganz gut merken. Bei rechten Maschen ist der Faden hinter der Arbeit und bei linken Maschen vor der Arbeit. Aber wir stricken jetzt erstmal eine rechte und da steche ich einfach hier in meine erste Masche ein, hole mir den Faden durch und dann ist die Masche hier auf meiner rechten Nadel. Und im Anschluss kommt jetzt eine linke Masche, bedeutet, ich lege mir den Faden vor meine Stricknadeln und dann komme ich hier von vorne hier rein diesmal und hole mir den Faden und habe eine linke Masche gestrickt. Anschließend kommt jetzt wieder eine rechte Masche, da liegt mein Faden hinter der Arbeit. Ich komme mal ein bisschen näher ran, dann sieht man vielleicht noch ein bisschen besser. Und dann steche ich hier von vorne, also bei meinem vorderen Maschenglied, nach hinten durch und hole mir diesen Faden und lasse es auf die andere Nadel gleiten. Und jetzt kommt wieder eine linke Masche, also heißt, wir stricken immer abwechselnd eine rechte, eine linke, eine rechte, eine linke. Dafür kommt jetzt wieder der Faden vor unsere Arbeit und dann
holen wir uns den hier durch. Und das ist eine linke Masche. Dann kommt wieder eine rechte Masche, da liegt der Faden hinter der Arbeit. Wir stechen durch unsere Masche durch, holen uns den Faden und haben eine rechte Masche gestrickt. Dann kommt wieder eine linke, also immer abwechselnd. Heißt, der Faden ist vor der Arbeit. Wir stechen hier von rechts nach links durch unsere Masche vorne durch und holen uns den Faden und haben eine linke Masche. Dann kommt eine rechte Masche und dann kommt wieder eine linke Masche. Genau, das machen wir jetzt bis zum Ende der Reihe, bis wir noch eine Masche übrig haben, weil hier machen wir wieder eine Randmasche und die letzte Masche der Reihe wird immer rechts gestrickt. Also in jeder Reihe ist das gleich. Falls ihr übrigens mit einer anderen Wolle strickt und dadurch dann vielleicht ein paar Maschen mehr anschlagt, damit das breit genug wird, dann achtet unbedingt darauf, dass ihr eine ungerade Zahl anschlagt. Sonst geht das mit dem Muster nämlich nicht auf. Das ist nämlich das kleine Perlmuster und da wird dann sozusagen immer eine rechte Masche auf eine linke gesetzt und so weiter. So, jetzt drehen wir uns die Arbeit wieder um. Man strickt nämlich immer von rechts nach links. Und dann heben wir uns die erste Masche, das machen wir wieder eine Randmasche, wieder wie zum Linksstricken ab. Heißt, der Faden ist vor der Arbeit, wir stechen hier von rechts nach links durch unsere Masche und heben sie einfach rüber. Und dann, jetzt geht's wieder, die wird jetzt genauso gestrickt wie die erste Reihe auch. Also heißt, es kommt jetzt eine rechte Masche und dann eine linke Masche. Und da wir jetzt ja genau andersrum sind, war jetzt hier zum Beispiel eine linke Masche, dann kommt eine rechte und wir stricken immer genau das Gegenteil drauf. Also heißt, hier war eine linke, dann machen wir hier eine rechte Masche drauf. Und hier war eine rechte Masche, dann kommt hier eine linke Masche drauf. Und dadurch ergibt sich dann eben hier dieses kleine Perlmuster. So, wir hatten jetzt hier eine linke Masche, dann kommt jetzt eine rechte Masche, dann kommt wieder eine linke. Immer dran denken, bei den linken Maschen kommt der Faden vor die Arbeit und bei den rechten hinter die Arbeit. Ja, das war im Prinzip auch schon der ganze Zauber. Falls euch das jetzt irgendwie ein bisschen zu schnell ging, dann spult gerne nochmal zurück. Hier sind wir jetzt wieder bei der letzten Masche und die stricken wir wie immer rechts. Also wie gesagt, die erste Masche, jetzt drehen wir das jetzt wieder um, dann zeige ich es noch einmal kurz, ist immer eine Randmasche, genauso wie die letzte Masche. Und die erste Randmasche wird immer einfach wie zum Linksstricken abgehoben. Also heißt hier einfach rüberheben. Und dann starten wir immer mit einer rechten Masche und als nächstes kommt eine linke Masche. Und das wechseln wir dann einfach bis zum Ende der Reihe ab. Also eine rechte Masche, eine linke Masche, eine rechte Masche, eine linke Masche, bis wir noch eine Masche übrig haben. Und die wird dann nämlich auch nochmal rechts gestrickt. Dann drehen wir die Arbeit wieder um und das gleiche Spiel beginnt von vorne. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann, wenn wir hochgestrickt haben und die bestimmte Länge erreicht haben, gleich wieder. Mein Band ist jetzt ungefähr 47 cm lang. Der Kopfumfang einer erwachsenen Frau ist im Durchschnitt so ungefähr 55 cm, bei einem Neugeborenen zum Beispiel 37. Allerdings ist meine Wolle sehr, die gibt sehr viel nach, also bedeutet, die dehnt sich noch sehr und deswegen habe ich da jetzt einfach mal 8 cm weniger genommen. Also ihr könnt natürlich das auch dann im gedehnten Zustand messen und da komme ich dann auf jeden Fall auf diese 55 und deswegen reicht das jetzt bei mir und jetzt geht es ans Abketten. Dafür nehmen wir jetzt wieder erstmal unsere Grundstellung natürlich ein und dann werden alle Maschen rechts abgestrickt und dabei abgekettet und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Also wir stechen hier wieder ein und stricken eine Masche ganz normal rechts und wir machen die dann hier rüber und das lassen wir aber jetzt schön locker, also da nicht so feste ziehen, sondern das so ein bisschen locker lassen, damit der Abkettrand dann auch nicht so feste wird hier. So, und dann stricken wir die nächste Masche, ebenfalls lassen wir die wieder schön locker hier drauf und dann heben wir uns diese erste Masche, die wir gerade gestrickt haben, über diese Masche drüber und lassen sie fallen. Und somit haben wir jetzt die erste Masche abgekettet. Und das wiederholen wir jetzt einfach wieder. Ich komme ein bisschen näher ran. Wir stricken wieder ganz normal eine rechte Masche, lassen die schön locker, also nicht so feste ziehen. Und dann nehmen wir uns die Masche daneben und heben die über diese Masche drüber und lassen es fallen. Ich zeige es noch einmal. Wir stricken ganz normal eine rechte Masche, lassen das wieder so ein bisschen lockerer, damit es nicht so eng dann wird. Und dann heben wir die Masche daneben, also die wir davor gerade gestrickt hatten,
über unsere jetzige Masche drüber und lassen das fallen. Und so sieht das aus. Und dann sehen wir uns gleich hier am Ende der Reihe. So, wenn ihr dann alle Maschen abgekettet habt, dann können wir uns den Faden hier abschneiden und den lassen wir auf jeden Fall ein bisschen länger, also ich würde sagen so ungefähr 50 cm, weil den nehmen wir jetzt gleich noch zum Vernähen. Die letzte Masche, die hier noch auf der Nadel ist, die können wir dann einfach lang ziehen, also heißt wir ziehen das hier einfach durch und somit ist das dann fest. Damit wir jetzt dieses schöne Twistmuster hinbekommen, legen wir uns das Stirnband hier einmal in der Mitte an der langen Seite zusammen und dann führen wir uns das hier einmal zusammen, also wie so ein U lege ich mir das hin und jetzt kommen diese zwei Enden ineinander, also erstmal legen wir das ganz genau aufeinander, damit die Enden wirklich hier zusammen sind und hier auch und dann kommen wir ineinander, also so sieht das Ganze aus, ich hoffe man erkennt das gut und dann ziehen wir uns das wieder so, dass die wirklich alle genau auf einer Höhe sind. Ich zeige es nochmal ganz kurz. Also, wir schieben diese zwei Enden ineinander und dann schauen wir, dass die alle schön auf derselben Höhe sind. Und den Faden ziehe ich mir schon mal raus, weil den brauchen wir gleich zum Vernähen. So sieht das jetzt aus und dann brauche ich natürlich eine Wollnadel. Ob wir das jetzt mit dem Anfangs- oder dem Schlussfaden vernähen, ist eigentlich egal. Einfach der lang genug ist sozusagen. So, und jetzt starten wir. Also bedeutet, ich nähe jetzt hier einfach wirklich diese 4 Kanten, also 1, 2, 3, 4 zusammen und zwar feste zusammen und schaue, dass ich wirklich immer von jeder Reihe hier die Maschen mitnehme. Und dann fahre ich hier einfach fort, also heißt, ich komme jetzt hier wieder durch alle, die wir hier haben, durch. Und ziehe mir das immer schön fest, also so geht es dann auch weiter, bis wir dann hier am Ende wieder angekommen sind, bis das alles schön zusammengenäht ist und dann können wir anschließend diesen Faden hier auch noch vernähen. So, erstmal vernähe ich jetzt den, also ich mache mir hier jetzt einmal so einen Knoten, damit das auch hält und dann fahre ich hier einfach noch ein paar Mal durch und anschließend kann ich den dann wieder abschneiden. Und jetzt vernähe ich hier noch den anderen Faden. Und wenn wir uns das jetzt auseinanderklappen, also heißt wir drehen uns das einmal um und dann seht ihr schon, haben wir jetzt hier diesen wunderschönen Twist und das war's. Das ist unser Stirnband. Das kleine Perlmuster geht sehr schnell, ist außerdem super für Anfänger geeignet und macht einiges her. Wenn dir das Video genauso viel Spaß gemacht hat wie mir, dann freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben, abonniere doch gerne meinen Kanal und dann sehen wir uns schon beim nächsten Video wieder.